Arena-Content für die einen sehr spaßig, für andere ziemlich langweilig, nervig, aber wir müssen sie halt spielen, um gewisse Vorteile zu bekommen durch den Arena Shop. Die schauen wir uns gleich an, machen ein paar Matches und ich zeige euch die momentan absolute Key Unit, noch zumindest in der Arena Offense. Ja. Ich habe euch hier mal eine Übersicht über die Units, über alle Attack-Bar-Buffer, wenn ihr ein Cleave-Team spielen möchtet. Zum Beispiel mit der Laserratte oder aber auch mit Dr. Evil, egal ob Feuer oder Wind. Ja, und hier wären die wichtigsten Key-Units natürlich die Helden, die am besten mindestens 50% Attack-Bar buffen, denn ihr müsst eure Laserratte ja schnell haben, um gegen die ganzen Speed-Devs anzugehen, die momentan um die 80% aller Arena-Dev-Teams ausmachen. Was haben wir denn Free-to-Play-mäßig Gutes am Start? Die Schweinsmeister sind alle gut mit ihrem also die Light und Wasser mit ihrem zweiten Attack Buff. Die können die Aktionsleiste um 100% erhöhen. Das heißt, euer Damage Dealer, egal ob das jetzt Laserratte oder Dr. Evil oder whatever ist, moved sofort und bekommt gleichzeitig einen Attack Buff. Richtig gut. Nachteil: sie sind ziemlich langsam mit 90 Base Speed. Ihr braucht also gute Bauelemente, also schnelle Bauelemente. Andere Units, okay, Orion auch noch gut, bufft auch die Attack-Leiste. Orion sage ich schon. Orion aus Summoner's War. Ja, die Ameisenkanone, ja. Erhöht die Aktionsleiste aller Verbündeten um 30% fürs gesamte Team. Beste Unit wäre natürlich unter anderem die Himmelspolizei Dark. 50% Attack Buff für alle, fürs gesamte Team. Und sie hatten sehr, sehr guten Base Speed mit 98. Welche Free-to-Play-Unit das gleiche wie unsere Himmelspolizei Dark? Das ist nämlich eine Überraschung. Da bin ich echt auch drauf reingefallen. Ja, die Schildkröte. Schildkröte Wasser. Die kann genau das gleiche. Erhöht die Aktionsleisten aller Verbündeten um 50% und gibt noch einen Crit-Buff. Wie geil ist das denn? Ja, also richtig geile Unit für Arena Offense. Ein Problem: sie hat 5 Base Speed weniger als die Dark Himmelspolizei, aber richtig stark. Also ihr braucht schnelle Bauelemente, weil 5 Base Speed ist nicht so leicht auszugleichen. Aber je nachdem, wo man spielt, gerade in den unteren Rängen bis Gold 2, sehr, sehr stark. Danach braucht ihr schnelle Bauelemente. Also das sind so ein paar Attack-Bar-Buffer. Habe ich noch einen vergessen? Also ihr könnt euch selber raussuchen, was ihr zur Verfügung habt. Einfach hier im Bestiarium geht ihr unter die Fähigkeiten, Fertigkeiten und da könnt ihr auswählen Attack Bar. Und dann bekommt ihr alle Units angezeigt. Ja. So, gehen wir mal in den Laden, in den Arena-Laden. Warum müssen wir Arena spielen? Ganz einfach. Nicht nur wegen dieser Energiesparlampe und der EP-Kapsel. Das sollte man zuerst machen. Ja. Hier der Energiesparlampe, dann verbraucht ihr weniger Energie im Dungeon. Und die EP-Kapseln kriegt ihr mehr Erfahrungspunkte.
Danach kommt aber dann schon natürlich unsere Sanduhr. Die muss so schnell wie möglich auf Maximum. Und ihr seht, ich bin auch gerade mal bei Level 5. Es wird teuer. Es wird teuer. Ja. Das andere kommt alles danach zum Schluss, wenn die Sanduhr fertig ist. Ja. Bis außer die Powerbohne. Ganz klar, also die kaufen wir uns einmal die Woche. Und die Leiden Dark, die 10 Pieces, die nehme ich auch immer noch mit. Aber ansonsten für reine Free-to-Play-Spieler sind die Energietanks hier noch sehr wichtig. Energietank, Energieraffinierer, damit ihr schneller wieder Energie auffüllen könnt und speichern könnt. Für die reinen Free-to-Play-Spieler sind die hier noch wichtiger als die Sanduhr. Also erst die machen und dann die Sanduhr. Deswegen spielen wir Arena und der ganze Rest, der kommt danach. Danach würde ich hier weitermachen mit der robusten Zelle wegen den Lebenspunkten, damit die Dungeons stabiler laufen und die Gildendev stabiler steht. Aber erst, wie gesagt, nach der Sanduhr. So, gehen wir mal in die Arena. Viele fragen mich, was ist mit der Themenarena? Ich möchte RTA spielen. Gut, es gibt auch viele, die eher weniger RTA interessiert sind. Aber die Themenarena ist noch geschlossen. Wird sie in Kürze kommen? Ich glaube nicht. Denn es gibt noch einige Stabilitätsprobleme. Ihr seht das ja an den häufigen Surfer-Ausfällen. Und ich bezweifle, dass die Themenarena kommen wird, bevor diese stabilisiert sind. Ja? Also rechnen mal nicht in kürzester Zeit mit RTA. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. So, dann gehen wir mal in die Arena rein. Wie sieht es momentan aus? Was sind denn so die Key Core Units? Ja, lass uns gerade mal durchgucken. Also hier natürlich die Sphärenweiser, Psama aus Summoner's War. Siehst du sehr häufig, eben 33%. Speed Deed, sie ist auch sehr stark. Free-to-Play, Gyroleon. Siehst du auch relativ häufig. Aber meistens kann man die Teams angreifen, weil die sind nicht so stark gebaut. Brauchst du sehr schnelle Runen. Dr. Evil, Feuer und Baumelement. Extrem stark. Offense wie auch Defense. Ja, ich habe leider keinen einzigen. Hier die Puppenkünstler extrem stark. Puppenkünstler Wasser. Ich möchte gar nicht auf die Light and Dark Units eingehen. Die lassen wir einfach mal weg. Weil das ist was für Turbo-Cacher. Klar, kannst du auch Glück haben. Aber wenn einer mit 3, 4 Light and Dark Nut 5 jetzt schon in der Arena steht, dann weißt du Bescheid. Ja. Windbären. Mega. Sollten viele haben, die wären, findest du in jeder zweiten Dev. Windbär oder Light. Der Light wurde ja genervt, aber ehrlich gesagt, man merkt nicht viel von. Ja, immer noch genauso stark. Fast genauso stark wie früher. Wird noch genauso gespielt. Hat sich eigentlich gar nichts getan. Der bekommt bestimmt nochmal einen Nerf. Kann mir nicht vorstellen, dass der so bleibt. Lightbear hat auch fast in jeder dritten Dev. Ich weiß nicht, gab es den irgendwann mal? Gibt es eine Hall of hier auch eine Hall of wie ist das nochmal in Summoner's War? Hall of Legends oder so, wo du Forster bekommen konntest, ist mir entgangen. Ja. Die Popo-Rider, Wind und Feuer, sehr stark, weil sie halt Attackbar manipulieren und Speed buffen. Ja. Was haben wir noch? Alle Spezialisten
sehr stark. Die komplette Gruppe der Spezialisten. Sehr, sehr starke äh, Arena-Monster. Die Krankenschwestern natürlich. Ja, Krankenschwester siehst du schon häufiger jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob sie gezogen wurden oder aus den Missionen. Die Dark-Krankenschwester, richtig starke Unit. Kann jeder bekommen. Man muss halt die Mission abschließen. Ja. Dann hier 33% Speedlead. Die Blades. Also hier natürlich Vanessa aus Summoner's War. Okay, Krankenschwester. Ihr seht es ja bei mir, ich habe hier die Wind mit der Spiele. Die einzige, die ich habe, extrem stark wegen ihrem 42% Arena Lead. Ja, und wegen ihrem Attack Buff, Imo Buff. Mega, also die Krankenschwestern. Mega in der Arena. Aber lass uns mal ein bisschen spielen. Gutes Team. Okay. Die momentan allerbeste Unit in der Arena ist der. Ja, kommen wir gleich mal drauf. Oder, ja doch. Ist der Windbarbar. Ja. Warum? Windbarbar Liu aus Summoner's War. In stärker. Ja, in stärker. Viel stärker. Sogar, muss man sagen. Warum ist der so stark? Für alle nicht-Summoners War-Spieler erkläre ich es natürlich im Video nochmal, weil viele kennen Summoners War nicht und haben mit Element Fischen angefangen. Also, wenn du Leo, den Windbarbar, in deinem Team hast, dann kannst du den Speed Lead völlig ignorieren. Der funktioniert dann einfach nicht, weil der Windbarbar immer als erstes moved. Ja, auch wenn er 0 Speed hat. Das ist seine Passive. Er moved immer zuerst. Deswegen wird er nicht auf Speed gebaut, sondern auf puren Damage. Ja, mit hoher Effektgenauigkeit. Warum? Weil er kann die Attack-Leiste zurücksetzen. Und das ist jetzt wichtig, weil wenn du hier, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber okay, Wind-Popo-Reiter, das wird die schnellste sein hier im Team. Aber wahrscheinlich sie sogar. Ist halt die Frage jetzt. Wird die schnellste Zeit sein im Team und du möchtest sie halt runterhauen mit der Attack-Bar, dass dein Attack-Bar-Buffer zuerst moved. In meinem Fall hier die Dark Himmels Polizei. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. So. Ja, an der Attack-Leiste kannst du natürlich nicht sehen, ist sie schneller oder ist die Wind-Popo-Dame schneller? Das ist jetzt die Frage. Ich tippe auf sie, deswegen gehen wir jetzt auf sie und wir setzen jetzt die Attack-Leiste zurück. Okay, haben wir recht gehabt. Oder meine Himmelspolizei schneller wie die Wind-Popo-Dame. Also ihr habt es gesehen. Die ist jetzt mit der Attack-Leiste zurückgesetzt. Der Gegner kann gar nichts machen, obwohl er einen Speed-Lead hat. Und sehr schnell Speed-Buffer hier. Ja? Aber warum ist der Windbarbar momentan mit der stärkste Element in der Arena? Ganz einfach. Weil die meisten noch keine Imo-Bauelemente drauf haben. Beziehungsweise noch nicht in der Lage sind, gute Imo zu farmen. Denn wenn die Gegner Immunität auf sich drauf haben durch Immunitätsbauelemente, dann kannst du mit Leo sie nicht zurücksetzen, weil er nicht durch Immunität durchkommt. Deswegen ist er momentan noch zumindest Double S in der Arena. Obwohl er allein schon wegen seinem passiven Lead, dass dein Team immer zuerst moved, natürlich sowieso OP ist. Aber momentan ist er noch mehr als OP. Ja, also wir buffen jetzt unser Team.
Und nochmal Attack Buff. Jetzt habe ich die Laserratte drin. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich, aber mal schauen. Aber eigentlich. Nee? Ja, ich hab's geahnt. Okay, aber nicht ganz so schlimm. Weil wir haben ja noch ja, müsste eigentlich. Also Laserratte 2 Fire Units da angreifen ist nicht unbedingt so eine gute Idee. Okay. Ja, das ist so ein ähnlicher. Oh, was anderes. Ja, das können wir hier mit unserem Wasserdings da machen. Ja. Okay. Nee, obwohl, da haben wir einen kleinen Tech-Bar-Waffe dabei. Ich wollte es gerne mal zeigen. Eigentlich wollten wir ja so ein bisschen Arena spielen, aber es wird wohl eher ein Showcase für den Windbarbar. Ja, also hier auch wieder der Windbär. Windleitbär siehst du in jeder zweiten bis dritten Devs. Die sind so stark, dass der Leitbär, ja, der Nerf, der war eigentlich für die Katze, der ist immer noch genauso stark wie vorher. Aber der ist jetzt gefährlich, weil er hat eine Attackbar-Waffe, er hat auch Himmelspolizei. Aber ich habe Leo dabei. Den können wir nicht snipen, weil die Laserrate wird ihn wahrscheinlich nicht zerstören können. Deswegen brauchen wir hier ein anderes Team. Da nehmen wir das. Okay. So. Ah, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Die ist auch extrem schnell. Ich kann jetzt zwar sie resetten, aber nicht sie. Du kannst halt nur einen resetten. Und, oh, das ist jetzt... Deswegen wäre es nicht schlecht. Er wird auf Echo-Ruhen gebaut. Ja. Aber habe ich nicht auf Echo-Ruhen. Okay, wir resetten sie mal. Oh, ja, Glück gehabt. Nur den ersten Skill gemacht. Okay. Death Break. Und jetzt schalten wir den Evil aus, weil der kann uns total wegsnipen. Dr. Evil ist auch mega, mega, ja. Aber leider keinen einzigen. Die muss erstmal weg, weil das zu gefährlich. Das ist aber auch gefährlich. Ah, ich hätte erst auf sie gehen sollen. Ah! Ich sag ja, die Bären, das... Katastrophe, ne? Katastrophe. Wie bekämpft man am besten Leit- und Windbär in der Arena? Stehen lassen. Stehen lassen. Greift erst alle anderen an, macht erst alle anderen Gegner platt und die Bären zum Schluss. Ja. Das ist so der way to go. Momentan mit den Bären. Wobei ich mir sicher bin, dass der auch noch einen Nerf bekommt, der Windbär. Der bleibt auch nicht so. Guck mal, der sniped hier einfach einen Nut 5 weg. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ja. Komm, Stun nochmal. Ah! Nein! Nein! Jetzt halt die Frage, wenn ich ihn nicht wegbekomme mit dem, dann bin ich tot, weil meine Passive ist noch aktiv. Und hier haben wir nochmal Chance, ihn zu stunnen. Okay. Stun? Nee.
Ja, ist halt ist unfassbar. Nat 4 gegen ein richtig starkes Nat 5. Ja, und auch noch Element Feuer. Hat dich einfach weg. Also da hast noch überhaupt keine. Was denn hier? Keine Balance hier in der Arena. Da ist noch einiges im Argen. Ja. Ähm, so, hatte ich schon gesagt. Also alle Spezialisten mega. Alle Spezialisten mega. Die Krankenschwestern alle gut. Ihr könnt es ja auch an der Tierlist sehen. Ich bin noch dran. Leute, es ist noch nicht zu Ende. Es ist halt viel Arbeit. Lass mal ein paar. Hier haben wir was mit Wasser. Könnten wir mal. Schweinsmeister, genau. Hier haben wir Attackbar Waffe. Den nehmen wir jetzt. Machen wir mit ihm. Also Schweinsmeister, Wasser, Licht sehr, sehr stark, weil sie eben einen direkt Attackbar buffen können. Das ist jetzt der Dark Bear. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja. Also, sie würde jetzt, wenn ich nicht vorher move, einen, wahrscheinlich den Dark Bären, direkt hochbuffen und Attack Buff zusätzlich geben. Und dann kann er direkt moven. Deswegen sind die Schweinsmeister auch richtig gut in der Arena, aber du brauchst halt sehr schnelle Bauelemente. Deswegen resetten wir sie jetzt. Okay, jetzt. Und das ist auch so stark. Ja? Also Leo und Summoner Sword, der hat ja nur 10% Attack-Leiste runtergesettet. Und der Barbar, je nachdem, was er für Bauelemente hat, haut wesentlich mehr Attack-Bar runter. Ja, also nochmal viel, viel stärker. Oh, Deathbreak. Okay. Auf wen gehen wir denn jetzt? Einen müssen wir resetten. Ich erstmal. Also ich weiß gar nicht, was der kann, der Dark Bear, ehrlich gesagt. Gehen wir mal auf ihn. Ist zu gefährlich. Vielleicht ist er ja auch OP. Und wir wissen es nicht. Mhm. Deathbreak? Ja. Dann können wir laufen. Also, ich habe ihn leider noch nicht geskillt. Aber möchte auch nochmal ein normales Team spielen, ohne den Windbarbaren. Was könnte man gutes Cleave-Team spielen? Gutes Cleave-Team wäre, je nachdem, ob ihr jetzt zum Beispiel die Dr. Evils habt. Wenn ihr Dr. Evils habt, dann könnt ihr mit Dr. Evil ein gutes Cleave-Team spielen, AOE-Cleave, oder dann eben mit der Laserratte. Ja? Also ein gutes Cleave-Team wäre generell mit ihr, wenn ihr den Windbarbaren habt, weil sie 42% Arena-Angriff Attack-Lead hat. Brauchst du aber einen Windbären, weil 80% aller Arena-Dev-Teams sind Speed-Arena-Devs momentan. Ja? Ansonsten nimmst du hier ein Speed-Lead mit. Ich würde zum Beispiel als Cleave-Team sowas spielen mit der Laserratte und in Attack-Bar-Buffer, wie zum Beispiel Himmelspolizei Dark, werden die wenigsten haben. Schweinsmeiß sie zum Beispiel, oder aber auch sie in Wasser. Ich habe die Wasser hier nicht. Also sie in Wasser, die Schildkröte im Wasser. Das wäre ein super Cleave-Team mit der Laserratte. Ja. Kannst aber auch jeden anderen Attack-Bar-Buffer spielen. Bei denen hast du halt den Vorteil, sie buffen noch zusätzlich die Crit-Rate oder Attack. Ja. Wobei wir hier natürlich auch Attack-Buff haben, nochmal. Deswegen wäre hier die Wasserschildkröte eher angebracht. Ja.
Aber auch, wie gesagt, jeden anderen AOE Attackbar Buffer oder zumindest Attackbar Buffer für sie, dass ihr cleaven könnt. So würde dann ein Cleave-Team aussehen oder mit Dr. Evil, je nachdem. So, machen wir hier noch einen. Okay. Das ist so ein Tanky Reviver Team. Die sind noch ziemlich einfach, wenn du einen guten Attack Buff-Lead hast. Machen wir hier Feuer. Okay. Ja, Arena ist natürlich, also es geht wieder alles auf Geschwindigkeit. Ja. Wer viel Arena spielt, spielen muss oder spielen möchte oder beides, der sollte eigentlich nur Box-Club farmen. Ja. Anders geht's nicht. Die muss weg, weil sie hat den Revive. Die kann wiederbeleben, das Team. Und das ist natürlich schlecht. Die Teams sind zwar relativ einfach hier, aber nervig halt, weil es lange dauert. Okay. Auf Gessen. Gestunt. Der Revenge. Kann aber nichts. Er kann nichts. Ach, ist das nervig. Ja, wir buffen. Nochmal hoch. Aber halt leider auch keinen AOE, also bis auf die Laserratte, keinen AOE Damage Healer. Das ist wie verhext. Ich habe schon einige Units gezogen, aber in der Richtung gar nichts. Muss halt auch Glück mit dem Impuls haben. Okay, ich habe dafür den Windbarbaren, den habe ich ja aus dem Nut 5 Event. Den habe ich noch nicht mal gezogen. Den habe ich aus dem Nut 5 Event. So. Jetzt geht es einfacher, weil der Reviver ist tot. Warum habe ich jetzt ihn angegriffen? Ich weiß es nicht. Gehen wir auf. Da gehen wir auf C. Death Break. Okay. Markieren. Okay. Und jetzt ciao, ciao, Fiasko. Ne? Da bleibt. Okay. Nein, ist schön. Also ihr seht, so Teams sind zwar einfach, aber kann nichts passieren. Aber es dauert halt extrem lang. Und wenn du dann sonntags, Nachmittag, abends dann Arena dich hochspielen willst. Ja, wenn ich Dr. Evil Feuer gehabt hätte, dann wäre es schnell gegangen, aber ja, hab ich halt nicht. Genau wie bei den Light and Dark. Also, man hat gesehen, Arena, wie es läuft und momentan, wie die Meta aussieht. Noch eine gute Unit wollte ich euch zeigen. Und zwar, was so im Kommen ist, momentan, zum Beispiel in den höheren Stufen, jetzt beliebt. Na, wo ist er? Ich habe ihn doch selber. Hier, der Roboter, ja. Eigentlich der Light
Leitroboter und per Wasser, die sind sehr beliebt momentan. Warum? Also er entfernt, er kann strippen, und zwar nur ein Single-Target, aber er stellt die LP aller Verbündeten um 24% wieder her und reduziert die Abklingzeit für alle Verbündeten. Ja. Und dann hat er hier nochmal eine passive, verkürzt die Debuff-Dauer. Ja, außer bei Unbeweglichkeit, Effekten, um eine Runde auch bei allen Verbündeten und heilt nochmal einen Verbündeten. Also Single Heal. Ja, richtig nervig. Wenn du da so ein bisschen Tanky-Team hast oder Reviver-Team, ein Reviver mit hast in dem Team, sind die richtig nervig, die Roboter. Das ist auch noch sehr beliebt momentan. Und wie gesagt, die Spezialisten eigentlich alle sehr, sehr stark. Gerade der Light mega OP. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, Light and Dark. Ja. Aber auch die anderen sehr, sehr stark in der Arena. Ja, den Rest hatte ich euch ja schon gezeigt. Wie gesagt, hier Sphären, Feuer, Dark, Light. Das sind so die Key-Units momentan. Aber wie gesagt, dadurch, dass es noch keine Imo-Runen gibt, beziehungsweise noch nicht gespielt werden, ist es momentan die Meta noch nicht so sehr auf Stripper, auf AOE-Stripper ausgelegt. Und gerade Windbarbar, Double S noch in der Arena, zumindest so lange, bis dann auf den meisten Imo-Runen zu sehen sein werden. Aber das wird noch ein Stückchen dauern. Wir werden es sehen. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Keep on grinding. Der Lobo.